Willkommen bei Berlin A&O. Auf unserem heutigen Spaziergang finden wir heraus, warum diese Straßenschilder blau sind, warum wegen diesen Häusern ein ganzer Ortsteil umbenannt wurde und was das Besondere an diesem U-Bahnhof ist. Unsere Tour beginnt am S-Bahnhof Waidmannslust, der knapp außerhalb von Wittenau liegt. Wenige Schritte entlang der Jean-Jaurès-Straße bringen uns aber in den Ortsteil und zur ersten Station unseres Spaziergangs, die Cité Foch. Die Gegend wurde in den 50ern als Wohngebiet für die französischen Soldaten in West-Berlin erschlossen. Sie hatten hier ein Einkaufszentrum, Schulen, ein Hallenbad und einen Abhörposten errichtet. Nach der Wende zogen die Alliierten ab und das Gelände war dem Verfall preisgegeben. Einzig der Abhörposten wurde vom BND weiter genutzt. Bis 2007 war das Wohngebiet, inklusive der Straße mit den, wie in Frankreich üblich, blauen Straßenschildern, Privatgelände. Heute werden an diesem geschichtlich interessanten Ort, nach Abriss des Einkaufszentrums, Neubauwohnungen errichtet. Nach Norden hin verlassen wir die Cité Foch. Ein kleiner Abstecher bringt uns zur Königin-Luise-Kirche, einem neugotischen Bau vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Kaiserfamilie nahm persönlichen Anteil am Bau und Wilhelm II. Bestimmte die Gestaltung des Portals. Der Nimrodstraße folgend kommen wir zum Steinbergpark. Früher war an dieser Stelle ein großes Waldgebiet. Die Umwandlung in einen Park fand ab 1924 als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme statt. Seinen Namen bekam er durch die Findlinge, die auf der Spitze des Bergs im Park aufgestellt wurden. Von dort aus geht es zu einer Seite einen Rodelhang hinab. Auf der anderen Seite führt ein künstlicher Wasserfall zum Steinbergsee, ins Zentrum des Parks. Um den See herum laden Bänke zur Entspannung und zur Beobachtung der Tierwelt ein. Wir gehen aus dem Park hinaus und kommen durch das Neubaugebiet am Steinbergpark und den Triftpark zum alten Dorfanger von Wittenau. Der dörfliche Charakter ist hier erhalten geblieben. Am prägnantesten ist die Dorfkirche, die von einigen Gräbern umgeben ist. Sie wurde um 1480 gebaut und einige Male, etwa im Dreißigjährigen Krieg, teilweise zerstört. Eine ihrer Besonderheiten sieht man erst bei genauerem Hinsehen. Es wurden beim Bau sowohl grobe Feldsteine als auch rechteckige Backsteine verwendet. Daher ergibt sich, was die Formen angeht, eine bunte Fassade. Dem Eichborndamm folgend kommt man zum Rathaus Reinickendorf. Klar sieht man, dass es nicht auf einen Schlag gebaut wurde. Der rote Altbau wurde 1911 eingeweiht und im Stil des holländischen Barock gebaut. Weniger majestätisch wirkt der Neubau. In schlichtem Grau wurde der Anbau in den 50ern fertiggestellt. Diese Architekturepoche zeigt auch der zum Rathaus gehörende Ernst-Reuter-Saal deutlich. An der gegenüberliegenden Grünfläche befindet sich auch der Eingang zum U-Bahnhof Rathaus Reinickendorf. Wie der Altbau des Rathauses selbst wurde auch beim U-Bahnhof mit roten Backsteinen gearbeitet. Das Eingangsgebäude überspannt, wie eine Brücke, den Nordgraben.
Wie viele der Stationen, für die der Architekt Rainer Rümmler in Berlin verantwortlich zeichnet, ist auch diese etwas Besonderes. Sie greift ihre Umgebung auf und gibt sie an die Zeit, hier die 90er, angepasst wieder. Aus einer anderen Zeit, den 1970ern, stammt das Finanzamt, das man sieht, wenn man die U-Bahn-Station wieder verlässt. Hinter ihm folgen wir der Hermann-Pieper-Straße und kommen so zu unserer letzten Station, der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik. Sie ist der Grund, warum der Ortsteil, der früher Dalldorf hieß, heute Wittenau heißt. 1880 wurde die Anstalt, in der sowohl psychisch Kranke als auch Behinderte und Epileptiker untergebracht waren, eröffnet. Sie alle wurden von den Berlinern pauschal als irre abgestempelt und Dalldorf wurde mehr und mehr mit dem Krankenhaus in Verbindung gebracht. Das wollte die Gemeinde nicht hinnehmen und regte daher an, den Ortsteil nach dem früheren Gemeindevorsteher Peter Witte umzubenennen. So kam es zu dem Namen Wittenau. Schon im 19. Jahrhundert waren hier auch straffällige Kranke untergebracht. Das Krankenhaus des Maßregelvollzugs hat hier noch immer eine Niederlassung. Viele Gebäude werden heute aber auch nur als Verwaltungsgebäude oder von Vereinen genutzt. Auch die Ausstellung Totgeschwiegen 1933 bis 1945 zur Geschichte der Wittenauer Heilstätten findet sich auf dem Gelände und informiert über die Verbrechen, die während der NS-Zeit hier geschahen. Zur Ermunterung kann an einem schönen Tag ein Spaziergang durch das parkähnliche Gelände des Krankenhauses beitragen. Auch die Architektur, die beispielsweise der des Griesinger Krankenhauses in Biesdorf gleicht, ist interessant. Am S- und U-Bahnhof Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik beenden wir heute unsere Tour. Von dort geht es zum Beispiel mit der U8 oder der S25 nach Hause. Wenn dir der Film gefallen hat, interessieren dich möglicherweise unsere anderen Videos. Zum Beispiel zum Ortsteil Moabit oder zur Gegend um den Wannsee. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.